Lektion 1: Wöchentliche Essensplanung. Wir müssen Spinat kaufen. Sollen wir diese Woche etwas Fleisch zum Abendessen besorgen? Ja, absolut. Protein und Gemüse sorgen für eine ausgewogene Mahlzeit. Ich stimme zu. Lasst uns unsere Mahlzeiten planen, damit wir effizient einkaufen können. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ein Plan spart Zeit und Geld. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass wir uns die ganze Woche über gesund ernähren. Ja, und wir können neue Rezepte ausprobieren, damit es interessant bleibt. Ich freue mich auf die gemeinsamen Experimente in der Küche. Ich auch. Lasst uns diese Woche köstlich und nahrhaft gestalten. Gemeinsam werden wir fantastische Gerichte zubereiten. Lektion 2: Dezemberfeste. Der Dezember ist der Weihnachtsmonat. Die meisten Menschen erledigen viele Weihnachtseinkäufe. Ja, es ist eine sehr arbeitsreiche Zeit des Jahres, aber auch voller Freude und Aufregung. Absolut. Die Dekorationen und die festliche Atmosphäre sind immer erhebend. Ich liebe es, wie die Feiertagsstimmung Gemeinschaften zusammenbringt. Ja, es ist eine wunderbare Gelegenheit für die Menschen, Freundlichkeit und Freude zu verbreiten. Lassen Sie uns die Feierlichkeiten genießen, solange wir können. Ich stimme zu. Es geht darum, diese besonderen Momente mit den Liebsten zu genießen. Gemeinsam können wir unsere eigenen Feiertagstraditionen schaffen. Ja, ich freue mich darauf, die Saison mit Ihnen zu feiern. Lektion 3: Reiseträume. Auf meiner Reisewunschliste sollte unbedingt Japan stehen. Es ist ein fantastisches Reiseziel. Das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer diese einzigartige Kultur erleben. Ja, die Mischung aus Tradition und Moderne ist wirklich faszinierend. Ich freue mich besonders darauf, authentische japanische Küche auszuprobieren. Absolut. Das Essen dort macht einen großen Teil des Erlebnisses aus. Außerdem wäre die Erkundung der Tempel und Gärten atemberaubend. Beginnen wir gemeinsam mit der Planung unserer Traumreise nach Japan. Das würde mir sehr gefallen. Solche Erlebnisse zu teilen würde sie noch unvergesslicher machen. Ich bin gespannt auf die Abenteuer, die uns erwarten. Lektion 4: Teamdynamik. Ich denke, diese neue Initiative zielt darauf ab, für mehr Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu sorgen, und das könnte sich wirklich positiv auf unser Team auswirken. Flexibilität kann die Produktivität und die allgemeine Arbeitszufriedenheit der Teammitglieder steigern. Ja, wenn Menschen sich in ihrem Privatleben unterstützt fühlen, erbringen sie bei der Arbeit oft bessere Leistungen. Genau. Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt und verstanden fühlt. Ich glaube, dass diese Änderung zu einer positiveren und kooperativeren Atmosphäre führen könnte. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, wie wir diese Änderungen effektiv umsetzen können. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass unser Arbeitsplatz für alle angenehmer wird. Ich bin gespannt, welche positiven Auswirkungen diese Initiative auf unser Team haben kann. Ja, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass es ein Erfolg wird. Lektion 5: Hobbys nachgehen. Ja, ich habe einige Jahre lang Unterricht genommen. Es war harte Arbeit, aber unglaublich lohnend. Das ist beeindruckend. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit erfordert Hingabe und Ausdauer.
Absolut. Ich habe die Herausforderung sehr genossen und sie hat mir geholfen, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich bewundere Ihr Engagement. Was haben Sie in diesen Lektionen gelernt? Ich habe viel über Disziplin und die Bedeutung des Übens gelernt. Dies sind wertvolle Lektionen, die auf viele Bereiche des Lebens angewendet werden können. Ja, und es hat mir auch neue Möglichkeiten eröffnet, mit anderen in Kontakt zu treten. Das ist wunderbar. Hobbys können eine tolle Möglichkeit sein, Gleichgesinnte kennenzulernen. Ich würde gerne mehr über Ihre Erfahrungen mit dem Erlernen neuer Dinge erfahren. Lektion 6: Zukunftsziele. Hey, ich habe in letzter Zeit über unsere Zukunft nachgedacht. Hast du schon Pläne gemacht? Ja, ich habe einige Optionen in Betracht gezogen, aber noch ist nichts in Stein gemeißelt. Das ist verständlich. Es ist gut, sich beim Erkunden alle Optionen offen zu halten. Genau. Ich finde es wichtig, flexibel und offen für neue Möglichkeiten zu bleiben. Ich stimme zu. Eine Vision für die Zukunft kann uns bei Entscheidungen leiten. Ja, und es hilft, unsere Gedanken zu besprechen, um unsere Ziele zu klären. Halten wir uns gegenseitig über unsere Pläne auf dem Laufenden, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Das würde mir sehr gefallen. Es ist immer hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man Ideen austauschen kann. Gemeinsam können wir unsere Wege gehen und unsere Träume verwirklichen. Lektion 7: Community-Verbindungen. Also, Mark, woher kommst du ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus einer Kleinstadt auf dem Land, weit weg von der Stadt. Das klingt bezaubernd. Ich kann mir vorstellen, dass das Aufwachsen dort ganz eigene Erfahrungen mit sich bringt. Ja, es war friedlich und wunderschön und wir waren von viel Natur umgeben. Ich kann mir vorstellen, wie das Ihre Lebensperspektive prägt. Auf jeden Fall. Es hat mich gelehrt, die einfacheren Dinge zu schätzen. Lassen Sie uns mehr über unsere Hintergründe erzählen. Es ist faszinierend, voneinander zu lernen. Ich stimme zu. Unsere unterschiedlichen Erfahrungen können wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich freue mich darauf, mehr über Ihre Geschichte zu erfahren. Lektion 8: Grundnahrungsmittel. Das freut mich zu hören. Hast du Äpfel? Ja, das tun wir. Wir haben rote und grüne Äpfel im Angebot. Perfekt. Ich liebe beide Sorten, sie eignen sich hervorragend zum Snacken oder Backen. Absolut. Äpfel sind so vielseitig und außerdem gesund. Nehmen wir unbedingt etwas davon für unser nächstes Rezept mit. Ja, und wir sollten auch prüfen, ob wir noch weitere Früchte brauchen. Tolle Idee. Eine Vielzahl von Früchten kann unsere Mahlzeiten interessant machen. Ich bin gespannt, alle Möglichkeiten auf dem Markt zu erkunden. Ich auch. Lasst uns unseren Einkaufswagen mit frischen Produkten füllen. Lektion 9: Verbindungen aufbauen. Es ist wichtig, eine Verbindung zum Thema herzustellen und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Ich stimme voll und ganz zu. Eine angenehme Umgebung fördert eine offene Kommunikation. Ja, wenn sich Menschen wohlfühlen, teilen sie ihre Gedanken eher mit. Genau. Es geht darum, Vertrauen und Verständnis aufzubauen. Lassen Sie uns Techniken üben, die dabei helfen, während unserer Diskussionen diese Verbindung herzustellen.
Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich würde meine Kommunikationsfähigkeiten gerne verbessern. Gemeinsam können wir ein positives Umfeld für alle Beteiligten schaffen. Ja, ich freue mich darauf, unsere Fähigkeit zur Interaktion mit anderen zu verbessern. Es wird für uns beide eine lohnende Erfahrung. Lektion 10: Die Bibliothek finden. Ich suche die nächste Bibliothek. Wissen Sie, wo sie ist? Sicher. In welcher Gegend bist du? Ich bin gerade in der Nähe des Parks, nur ein paar Blocks entfernt. Oh, das ist praktisch. Die Bibliothek ist tatsächlich gleich um die Ecke. Das freut mich zu hören. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Suche. Kein Problem. Bibliotheken sind wunderbare Orte, um neue Ideen und Ressourcen zu entdecken. Dem kann ich nur zustimmen. Ich liebe die ruhige Atmosphäre zum Lernen. Ja, es ist perfekt, um sich zu konzentrieren und in einem guten Buch zu verlieren. Ich freue mich darauf, vorbeizuschauen und ein paar neue Bücher zu lesen. Lektion 11: Marktabenteuer. Ich liebe Märkte. Ich werde auf jeden Fall dorthin gehen. Gibt es sonst noch etwas, wonach ich Ausschau halten sollte? Ja, auf jeden Fall. Auf Märkten gibt es oft einzigartige lokale Produkte, die Sie anderswo nicht finden. Das stimmt. Ich entdecke gerne handgemachte Waren und handwerklich hergestellte Lebensmittel. Absolut. Es ist eine tolle Möglichkeit, lokale Handwerker und Bauern zu unterstützen. Ich freue mich auch darauf, während unseres Aufenthalts etwas Streetfood zu probieren. Ja, das Probieren neuer Gerichte ist einer der schönsten Aspekte eines Marktbesuchs. Lassen Sie uns eine Liste der Dinge erstellen, nach denen wir suchen möchten, bevor wir losfahren. Tolle Idee. So bleiben wir beim Erkunden konzentriert. Ich freue mich auf unser Marktabenteuer. Lektion 12: Winterkleidung. Wenn es draußen sehr kalt ist, trage ich einen Wintermantel. Das ist clever. In den Wintermonaten ist es wichtig, warm zu bleiben. Ja, und wenn es einfach nur kalt ist, trage ich gerne Handschuhe oder eine Mütze. Absolut. Diese kleinen Accessoires können den Komfort erheblich steigern. Ich fühle mich immer besser vorbereitet, wenn ich meine Kleidung richtig schichte. Ja, das Tragen mehrerer Schichten ist der Schlüssel, um warm zu bleiben, ohne sich zu unförmig zu fühlen. Stellen wir sicher, dass wir alles für die Wintersaison bereit haben. Tolle Idee. So können wir die Jahreszeit unbeschwert genießen. Ich freue mich darauf, den Winter mit der richtigen Ausrüstung zu begrüßen. Lektion 13: Ängsten begegnen. Ich stehe oft am Rande einer Situation, die mir Angst macht, und frage mich, warum ich überhaupt in Erwägung gezogen habe, mich dieser Situation auszusetzen. Es ist völlig normal, sich so zu fühlen. Sich seinen Ängsten zu stellen, kann sich wie eine unüberwindbare Herausforderung anfühlen, ist aber für unsere persönliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Ich glaube, dass wir unsere Stärken und Fähigkeiten gerade in diesen Momenten des Unbehagens wirklich entdecken. Ja, und jedes Mal, wenn wir uns unseren Ängsten stellen, machen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung selbstbewussterer und widerstandsfähigerer Menschen. Es ist interessant, wie uns diese Ängste wirklich zurückhalten können, aber wenn wir uns schließlich durchsetzen, erkennen wir, dass es die ganze Zeit über die Mühe wert war. Genau. Jede Erfahrung lehrt uns wertvolle Lektionen, und diese Lektionen prägen uns zu dem, was wir werden.
Mir ist aufgefallen, dass meine Ängste umso weniger einschüchternd wirken, je mehr ich mich ihnen stelle. Es ist fast so, als würden sie ihre Macht über mich verlieren. Das ist das Schöne daran, das Wachstum, das wir durch die Überwindung von Hindernissen erreichen, hilft uns, in Zukunft noch größere Herausforderungen zu bewältigen. Richtig. Und ich denke, es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass Angst ein natürlicher Teil der Reise ist und nicht etwas, das wir um jeden Preis vermeiden sollten. Lektion 14: Leistungen an Arbeitnehmer. Es ist erfrischend zu hören, dass an diesem Arbeitsplatz die Work-Life-Balance wirklich geschätzt wird, was heutzutage immer seltener wird. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter sowohl persönlich als auch beruflich unterstützt fühlen. Das ist es, was ein Unternehmen auszeichnet. Welche Arten von Mitarbeitervorteilen bietet dieses Unternehmen, die zu diesem Gleichgewicht beitragen? Nun, zunächst einmal bieten sie flexible Arbeitszeiten, die es uns ermöglichen, unsere Zeit effektiv einzuteilen, ohne persönliche Verpflichtungen zu vernachlässigen. Das klingt unglaublich. Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, trägt sicherlich auch dazu bei, Stress abzubauen und die Produktivität zu steigern. Absolut. Außerdem bieten sie Wellnessprogramme an, die uns ermutigen, unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden höchste Priorität einzuräumen. Es ist großartig zu sehen, dass Unternehmen in die geistige und körperliche Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren. Das steigert die Moral wirklich. Genau. Wenn Mitarbeiter glücklich und gesund sind, sind sie engagierter und motivierter, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ich kann erkennen, wie diese Vorteile ein positives Arbeitsumfeld schaffen und das Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitsplatz machen. Lektion 15: Herbstmessen. Ich finde es faszinierend, wie Menschen aus Städten und Gemeinden zu Herbstfesten strömen, auch wenn diese vielleicht nicht direkt mit der Landwirtschaft verbunden sind. Es stimmt. Herbstfeste bieten eine einzigartige Mischung aus Nostalgie und Gemeinschaftsgeist, die jeden anzieht. Die Vielfalt der Erlebnisse, vom köstlichen Essen bis zu den aufregenden Fahrgeschäften, fängt die Essenz des Herbstes wirklich ein. Ja, und das ausgestellte Kunsthandwerk und die regionalen Produkte unterstreichen die Kreativität und das Talent dieser Bauerngemeinden. Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, Traditionen am Leben zu erhalten und Stadtbewohnern die Möglichkeit zu geben, das Landleben zu schätzen, und sei es nur für ein Wochenende. Absolut. Die Messen schaffen ein Gefühl der Verbundenheit und überbrücken die Kluft zwischen Stadt- und Landleben. Außerdem hat die Atmosphäre etwas Magisches, Lachen und Freude liegen in der Luft, wenn die Familien zusammenkommen. In der Tat. Es ist ein Fest der Gemeinschaft, das uns an die einfachen Freuden des Lebens und die Bedeutung des Zusammenseins erinnert. Ich glaube, das ist der Grund, warum diese Veranstaltungen weiterhin so erfolgreich sind. Sie bieten eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und sich wieder mit unseren Lektion Wurzeln 16: zu verbinden. Widerstandsfähigkeit der Stadt. Es ist bemerkenswert, wie eine Stadt nach 18 Jahren Belagerung immer noch mit so viel Vitalität und Hoffnung gedeihen kann. Es ist wirklich inspirierend. Die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft spricht Bände über ihre Entschlossenheit und ihren Kampfgeist. Ja, trotz der Herausforderungen haben die Menschen ihr Identitätsgefühl und ihren Stolz auf ihre Stadt bewahrt. Das ist ein Beweis ihrer Stärke, sie haben nicht nur überlebt, sondern auch Wege gefunden, allen Widrigkeiten zum Trotz zu gedeihen. Es ist faszinierend, wie Widrigkeiten manchmal das Beste in den Menschen hervorbringen und Einigkeit und Kreativität fördern können. Absolut. Die Entschlossenheit, ihre Umgebung wieder aufzubauen und zu verbessern, ist ein starker Motivator. Ich glaube, dass die Hoffnung, die sie in sich tragen, die Stadt am Leben hält und Fortschritt und Innovation vorantreibt. Ja,
Und ihre Geschichte erinnert uns daran, dass es selbst in den dunkelsten Zeiten immer ein Licht gibt, das uns den Weg weist. Ich denke, deshalb ist es wichtig, diese Geschichten zu teilen. Sie inspirieren andere, die mit ihren eigenen Schwierigkeiten konfrontiert sind, durchzuhalten. Lektion 17: Begegnungen an der Bushaltestelle. Manchmal, wenn ich spät dran bin oder im Regen stehe ich an der Bushaltestelle in der Nähe Ihres Hauses und fühle mich etwas fehl am Platz. Es ist interessant, wie diese kleinen Momente zu unerwarteten Begegnungen führen können, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es ist schon komisch, wie etwas so Einfaches wie das Warten auf den Bus eine Gelegenheit für ein Gespräch schaffen kann. Ja, und diese Momente führen oft zu tieferen Verbindungen und ermöglichen es uns, Teile unseres Lebens zu teilen. Ich denke, es unterstreicht auch die Unvorhersehbarkeit des Lebens, wir wissen nie, wen wir treffen oder was wir lernen könnten. Genau. Jede Interaktion hat das Potenzial, unsere Erfahrungen zu bereichern und unsere Perspektiven zu erweitern. Ich nehme an, es erinnert uns daran, auch in den alltäglichsten Situationen offen für die Welt um uns herum zu sein. Absolut. Es liegt Schönheit im Alltäglichen, und manchmal passieren die bedeutsamsten Momente, wenn wir sie am wenigsten erwarten. Es ist eine großartige Erinnerung daran, Spontaneität zuzulassen und uns zu erlauben, mit anderen in Kontakt zu treten. Lektion 18: Gutes Geschäft. Als ich von dem Angebot für 2 Nächte zu einem so günstigen Preis hörte, dachte ich, es sei zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß, was du meinst. Solche Angebote sind schwer zu finden, insbesondere in beliebten Touristengebieten. Die Planung eines Kurzurlaubs wird viel attraktiver, wenn Sie etwas Budgetfreundliches finden. Absolut. Ein gutes Angebot eröffnet uns unzählige Möglichkeiten und ermöglicht es uns, neue Orte zu erkunden, ohne unser Budget zu sprengen. Ich finde es wichtig, solche Chancen zu nutzen, gerade wenn sie sich unerwartet ergeben. Ja, und die Spannung bei der Reiseplanung steigt noch, wenn Sie wissen, dass Sie viel für Ihr Geld bekommen. Dadurch wird das Erlebnis nicht nur angenehm, sondern auch lohnend, da Sie wissen, dass Sie eine kluge Wahl getroffen haben. Genau. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, bleibende Erinnerungen zu schaffen, ohne uns finanziell belasten zu müssen. Ich bin dafür, jede Gelegenheit optimal zu nutzen, insbesondere wenn es ums Reisen geht. Lektion 19: Unterkunftskosten. Bei der Planung einer Reise ist es wichtig, die Kosten für die Unterkunft zu priorisieren, um sicherzustellen, dass wir im Budget bleiben. Absolut. Die Wahl der richtigen Unterkunft kann das Gesamterlebnis unserer Reisen maßgeblich beeinflussen. Besonders bei Reisen zu beliebten Reisezielen ist es oft ratsam, Hostels oder preisgünstige Hotels in Betracht zu ziehen. Ja, und viele Hostels bieten einzigartige Erlebnisse und soziale Möglichkeiten, die Hotels möglicherweise nicht bieten. Außerdem müssen Sie bei einem Aufenthalt in einer günstigen Unterkunft nicht auf Komfort verzichten, viele sind recht gemütlich und gut gelegen. Genau. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Komfort zu finden, um sicherzustellen, dass wir unseren Aufenthalt optimal nutzen. Ich denke, dass das Recherchieren und Vergleichen von Optionen zu einigen überraschenden Entdeckungen führen kann, die unser Reiseerlebnis bereichern. Auf jeden Fall. Und wenn wir auf unsere Ausgaben achten, können wir mehr für Aktivitäten und Erlebnisse einplanen. Es ist eine Win-Win-Situation, wir können mehr erkunden und gleichzeitig unsere Finanzen im Gleichgewicht halten. Lektion 20: Europäische Herausforderungen. Das Leben hier kann eine Herausforderung sein, insbesondere angesichts der höheren Kosten im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Ländern. Ja,
Es fühlt sich oft so an, als würden die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen, was es vielen schwer macht, bequem über die Runden zu kommen. Es ist frustrierend, wenn die notwendigen Ausgaben die Lebensqualität übersteigen, die für jeden Priorität haben sollte. Absolut. Es ist wichtig, dass Regierungen sich mit diesen Problemen auseinandersetzen und Lösungen finden, die ihren Bürgern zugutekommen. Ich denke, dass die Sensibilisierung für diese Herausforderungen der erste Schritt zur Schaffung positiver Veränderungen ist. Ja, und offene Diskussionen können zu innovativen Ideen führen, die die Lebensbedingungen für alle verbessern. Man darf nicht vergessen, dass die Herausforderungen zwar gewaltig erscheinen mögen, es aber immer Hoffnung auf Fortschritt gibt. Genau. Wenn Gemeinschaften zusammenkommen, um ihre Bedürfnisse zu vertreten, kann das zu erheblichen Verbesserungen führen. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch gegenseitige Unterstützung eine stärkere Zukunft für uns und die kommenden Generationen aufbauen können. Lektion 21: Pocahontas. Der Moment, als Pocahontas zu Smith rannte, war so ergreifend, ihre Handlungen sprachen Bände über ihre Gefühle. Tatsächlich war es ein entscheidender Wendepunkt in ihrer Geschichte, der die Tiefe ihrer Gefühle und ihres Engagements hervorhob. Die Art, wie sie seine Hand in ihre Arme nahm, war zärtlich und kraftvoll zugleich und symbolisierte Einigkeit inmitten von Konflikten. Ja, und es zeigte ihren Mut, für ihre Überzeugungen einzustehen, selbst angesichts von Widrigkeiten. Ich denke, dieser Moment verkörpert die Essenz ihres Charakters, stark und doch mitfühlend, bereit, alles zu riskieren. Absolut. Es erinnert uns daran, wie Liebe und Mut kulturelle Barrieren überwinden und Menschen zusammenbringen können. Die historische Bedeutung ihrer Beziehung verleiht ihrer Geschichte eine weitere Tiefe. Ja, und es regt uns an, über die Bedeutung von Verständnis und Empathie in unserem eigenen Leben nachzudenken. Ihre Erzählung ist noch heute aktuell und erinnert uns an die Komplexität menschlicher Beziehungen im Laufe der Geschichte. Lektion 22: Nervosität überwinden. Die Leute sagen mir oft, dass ich überhaupt nicht nervös aussehe, was ein Kompliment ist, das ich schätze, aber auch amüsant finde. Es ist interessant, wie unser äußeres Erscheinungsbild manchmal verbergen kann, was wir wirklich im Inneren fühlen. Ja, manchmal habe ich dieses bekannte Knoten im Magen, besonders vor wichtigen Ereignissen oder Präsentationen. Absolut. Das ist eine häufige Erfahrung, und die Nervosität zu akzeptieren, ist der erste Schritt, sie zu überwinden. Ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Nervosität eine natürliche Reaktion ist und nichts über unsere Fähigkeiten aussagt. Genau. Wenn wir diese Gefühle zulassen, können wir tatsächlich bessere Leistungen erbringen und eine Verbindung zu unserem Publikum aufbauen. Es ist faszinierend, wie sehr die Umwandlung dieser Energie in Begeisterung unsere Leistungsfähigkeit steigern kann. Ja, und das Üben von Achtsamkeitstechniken kann uns dabei helfen, diese Nervosität wirksam zu bewältigen. Ich habe festgestellt, dass es mir wirklich hilft, meinen Geist zu beruhigen, wenn ich mich auf meine Atmung konzentriere und im Hier und Jetzt bleibe. Lektion 23: Solo-Abenteuer. Hallo. Ich habe gehört, du planst eine Soloreise, und ich muss sagen, das ist ziemlich mutig von dir. Gibt es irgendwelche Bedenken, die dir deswegen auf die Nerven gehen? Danke. Ehrlich gesagt bin ich aufgeregt, aber auch ein bisschen nervös. Allein zu reisen bedeutet, dass ich mich völlig auf mich selbst verlassen muss, was sowohl aufregend als auch ein bisschen beängstigend ist. Ich verstehe dieses Gefühl vollkommen. Es ist, als würde man ins Unbekannte vorstoßen, aber es kann auch zu unvergesslichen Erlebnissen führen. Welches Reiseziel ziehen Sie in Betracht? Ich denke an ein wunderschönes Land wie Japan.
Die Kultur, das Essen und die Sehenswürdigkeiten sind einfach bezaubernd, aber ich mache mir Sorgen, alles alleine zu erkunden. Japan ist eine fantastische Wahl. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr effizient, sodass Sie mit etwas Planung gut zurechtkommen. Haben Sie schon überlegt, welche Orte Sie besuchen möchten? Ja, ich würde gerne die Tempel von Kyoto sehen und vielleicht sogar die geschäftigen Straßen Tokios erkunden. Es scheint eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne zu sein, findest du nicht? Absolut. Und denken Sie daran, auch das Kennenlernen neuer Leute kann Teil Ihrer Reise sein. Manchmal schließen alleinreisende Freundschaften an den unerwartetsten Orten. Das stimmt, und ich denke, der Erfahrungsaustausch mit Mitreisenden kann die Reise noch bereichern. Ich hoffe einfach, aus meiner Komfortzone herauszukommen. Es geht darum, etwas Neues zu entdecken, oder? Jede Herausforderung, der du dich stellst, lässt dich wachsen. Außerdem wirst du Geschichten mit nach Hause nehmen, die andere zu eigenen Abenteuern inspirieren. Lektion 24, Duftfusion. Natürlich können Sie verschiedene Duftöle mischen, um einzigartige Düfte und Farben zu kreieren, die Ihren Projekten eine spannende Dimension verleihen. Haben Sie es schon einmal ausprobiert? Nein, aber es klingt faszinierend. Ich kann mir vorstellen, dass die Mischung verschiedener Öle etwas ganz Besonderes hervorbringen kann. Welche Kombinationen passen Ihrer Meinung nach am besten zusammen? Eine klassische Kombination ist Lavendel und Vanille, sie ergänzen sich wunderbar. Der wohltuende Duft von Lavendel, gemischt mit der Süße von Vanille, schafft eine beruhigende Atmosphäre. Das klingt wirklich wunderbar. Ich kann mir schon vorstellen, wie schön das in einer Kerze aussehen würde. Wie wäre es aber mit etwas Abenteuerlicherem? Für eine kräftigere Mischung kombinieren Sie Zitrusdüfte wie Zitrone oder Orange mit einem Hauch Minze. Das wirkt erfrischend und belebend und hebt perfekt Ihre Stimmung. Wow, Absolut. das klingt nach einem Beginnen Sie mit Energieschub. einer Basisnote Ich und würde fügen Sie gerne dann mit nach diesen und nach Herz- Kombinationen und Kopfnoten hinzu. experimentieren. So Hast du finden Sie die Tipps, wie perfekte man die Balance, Düfte ohne Ihre Sinne ausbalanciert? zu überfordern. Das ist ein toller Tipp. Wenn ich also einen Duft zur Entspannung kreieren sollte, was würdest du vorschlagen? Zur Entspannung eignet sich Kamille als Basis, mit Noten von Sandelholz und einem Hauch Bergamotte. Es entsteht ein beruhigender und friedlicher Duft, der perfekt zum Entspannen ist. Lektion 25, Traumziele. Vielleicht gefällt dir Costa Rica oder Bali, beide klingen wunderbar. Wie entscheidest du dich zwischen den beiden? Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe schon viel über die Strände Balis gehört, aber Costa Rica ist für seine unglaubliche Artenvielfalt bekannt. Was meinst du? Wenn Sie Abenteuer und Natur lieben, ist Costa Rica möglicherweise die bessere Wahl. Die Regenwälder und die Tierwelt sind atemberaubend und es gibt zahlreiche Outdoor-Aktivitäten, die Sie ausprobieren können. Das stimmt. Ich liebe es zu wandern und neue Umgebungen zu erkunden. Andererseits hat Bali eine so reiche Kultur und atemberaubende Landschaften, denen man nur schwer widerstehen kann. Du hast recht. Balis Tempel und Reisterrassen sind ikonisch. Wenn du eine Mischung aus Entspannung und Kultur suchst, könnte Bali genau das Richtige für dich sein. Genau. Vielleicht sollte ich mir überlegen, welche Aktivitäten ich priorisieren möchte. Wenn ich eher Entspannung bevorzuge, ist Bali vielleicht besser, aber für Abenteuer ruft Costa Rica. Das ist ein cleverer Ansatz. Du könntest sogar beides kombinieren. Verbring ein paar Tage in einem und reis dann zum anderen. Das klingt perfekt. Ein Abenteuer mit zwei Zielen würde mir das Beste aus beiden Welten bieten.
Ich muss mich noch informieren, wie ich die Reiselogistik organisieren kann. Auf jeden Fall. Denken Sie nur an all die tollen Geschichten, die Sie mit nach Hause nehmen werden. Ob Sie am Strand faulenzen oder durch den Regenwald wandern, jedes Erlebnis wird einzigartig sein. Lektion 26: Historische Betrachtungen. Viele Mütter starben bei der Geburt, bevor ihre Kinder erwachsen waren. Es war eine schwierige Zeit für die Familien. Wie hat das Ihrer Meinung nach die gesellschaftliche Dynamik dieser Zeit geprägt? Das muss erhebliche Auswirkungen gehabt haben. Familien waren oft stark von den Müttern abhängig, sodass ihre Abwesenheit eine große Lücke hinterlassen hätte. Wie, glauben Sie, sind die Väter damit umgegangen? Damals übernahmen Väter in der Regel nicht die Rolle der Erzieher, wie sie es heute tun. Sie mussten oft allein zurechtkommen, was für sie unglaublich schwierig gewesen sein muss. Absolut. Es ist faszinierend, wie sich die gesellschaftlichen Erwartungen entwickelt haben. Heute teilen sich beide Elternteile die Verantwortung gleichmäßiger. Ja, und diese historischen Herausforderungen unterstreichen die Bedeutung unterstützender Systeme. Wahrscheinlich haben sich Gemeinschaften zusammengeschlossen, um Familien in Not zu helfen. Das ist ein guter Punkt. Es zeigt, wie wichtig Widerstandsfähigkeit damals war und wie sich die Gemeinschaften anpassten, um sich gegenseitig zu unterstützen. Stimmt. Es ist interessant zu sehen, wie diese Erfahrungen die kulturelle Sicht auf Familie und Erziehung über Generationen hinweg geprägt haben. In der Tat. Es lässt mich auch die Fortschritte schätzen, die wir heute in der Gesundheitsversorgung und der Unterstützung von Müttern haben. Absolut. Wir halten diese Fortschritte oft für selbstverständlich, aber das Verständnis der Vergangenheit hilft uns, die Gegenwart wertzuschätzen. Lektion 27: Urbane Wunder. In British Columbia liegt Vancouver, eine Stadt mit rund 2 Millionen Einwohnern. Haben Sie schon einmal eine so pulsierende Stadt besucht? Nein, aber ich habe unglaubliche Dinge über Vancouver gehört. Die Mischung aus Naturschönheit und urbanem Leben klingt wie ein Traum. Was gefällt dir an der Stadt am besten? Ich liebe die atemberaubende Landschaft. Die Berge im Hintergrund vor der Skyline bieten einen atemberaubenden Anblick, besonders bei Sonnenuntergang. Das klingt fantastisch. Ich kann mir vorstellen, wie malerisch es sein muss. Findest du, dass die Stadt eine gute Balance zwischen Natur und Stadtleben bietet? Auf jeden Fall. Sie können den Stanley Park erkunden, um die Natur zu erleben, und anschließend die vielfältige Gastronomieszene der Innenstadt genießen. Das Beste aus beiden Welten. Das ist perfekt für jemanden wie mich, der sowohl Outdoor-Abenteuer als auch kulturelle Erlebnisse liebt. Welche Aktivitäten empfehlen Sie dort? Ich empfehle eine Radtour um den Deich oder einen Besuch auf Granville Island, um lokale Kunst und Essen zu entdecken. Jede Ecke der Stadt hat ihren ganz eigenen Charme. Ich finde diese Idee super. Und dank der vielfältigen Bevölkerung sind die kulturellen Feste bestimmt unglaublich. Ich würde diesen lebendigen Gemeinschaftsgeist gerne einmal erleben. Absolut. Die Festivals spiegeln den multikulturellen Charakter der Stadt wider und machen sie zu einem unvergesslichen Erlebnis für Besucher. Sie werden unvergessliche Erinnerungen mitnehmen. Lektion 28: Olympische Ursprünge. Nach der Gründung der Olympischen Spiele 1894 fanden die ersten Olympischen Spiele 1896 in Athen, Griechenland, statt, um die alten Traditionen zu würdigen. Ist es nicht faszinierend, wie weit sich die Olympischen Spiele entwickelt haben? Das ist es wirklich. Die Idee, Athleten aus aller Welt zu einem Wettkampf zusammenzubringen, ist ein starkes Symbol für Frieden und Kameradschaft. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach im Laufe der Jahre entwickelt?
Im Laufe der Jahre hat sich die Veranstaltung zu einem globalen Spektakel entwickelt, das nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch den kulturellen Austausch in den Mittelpunkt stellt. Alle 4 Jahre trifft sich die Welt, was bemerkenswert ist. Stimmt. Und es ist interessant zu sehen, wie sich auch die einbezogenen Sportarten verändert haben und gesellschaftliche Interessen und Fortschritte widerspiegeln. Genau. Ständig kommen neue Sportarten hinzu, um den sich wandelnden Interessen der jüngeren Generationen gerecht zu werden. Das hält die Olympischen Spiele frisch und relevant. Ich bewundere auch, wie die Spiele sportliche Höchstleistungen fördern. Sie inspirieren unzählige Menschen, ihre Träume zu verfolgen, unabhängig von ihrer Herkunft. Richtig. Die Geschichten von Sportlern, die Herausforderungen meistern, können unglaublich motivierend sein. Es geht um mehr als nur Medaillen, es geht um Durchhaltevermögen und Entschlossenheit. Absolut. Und die Olympischen Spiele unterstreichen auch die Bedeutung von Sportsgeist und Fairplay, 2 zentralen Werten unserer Gesellschaft. Gut gesagt. Das Erbe der Olympischen Spiele wird auch künftige Generationen inspirieren und uns an die Kraft der Einheit durch Sport erinnern. Lektion 29: Feiertagstraditionen. Weihnachten ist in den meisten westlichen Ländern das größte Fest des Jahres mit vielen Traditionen und Feierlichkeiten. Was bedeutet Ihnen dieses Fest? Weihnachten ist für mich eine Zeit der Freude und des Zusammenseins mit Familie und Freunden. Die Wärme dieser Jahreszeit ist etwas ganz Besonderes, finden Sie nicht auch? Absolut. Der Geist des Gebens und Teilens macht es so bedeutsam. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um zu feiern. Ja. Ich liebe es, wie Gemeinden mit Dekorationen und Festlichkeiten erstrahlen. Das schafft eine magische Atmosphäre, der man sich kaum entziehen kann. Und vergessen wir nicht das Essen. Die Festmahle sind ein Highlight und bringen alle am Esstisch zusammen. Auf jeden Fall. Essen verbindet uns. Jede Familie hat ihre eigenen Spezialitäten, die den Feiertagen ein besonderes Gefühl verleihen. Genau. Unsere Traditionen schaffen bleibende Erinnerungen. Haben Sie besondere Feiertagstraditionen? Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, den Baum zu schmücken und dabei Weihnachtsmusik zu hören. Es ist eine einfache und doch freudige Art, die Saison einzuläuten. Das ist wunderschön. Es sind diese kleinen Momente, die die wahre Weihnachtsstimmung einfangen. Lektion 30: Die Majestät der Natur. Die Majestät des Yellowstone-Nationalparks ist so beeindruckend, dass man damals darum bat, ihn zum Nationalpark zu erklären. Haben Sie schon einmal daran gedacht, ein solches Naturwunder zu besuchen? Ja. Yellowstone hat mit seinen geothermischen Besonderheiten und der vielfältigen Tierwelt einen besonderen Reiz. Es muss atemberaubend sein, es persönlich zu erleben. Absolut. Die Farben der heißen Quellen und der Anblick der ausbrechenden Geysire sind wirklich faszinierend. Es fühlt sich an, als würde man in eine andere Welt eintauchen. Das klingt unglaublich. Ich kann mir vorstellen, dass die Erkundung des Parks ein Abenteuer voller beeindruckender Momente sein wird. Was ist dein Lieblingsplatz dort? Ich würde sagen, Old Faithful muss man gesehen haben. Ihm beim Ausbruch zuzusehen ist nicht nur beeindruckend, sondern erinnert auch an die Kraft der Natur. Ich verstehe, warum das ein Highlight ist. Ich würde gerne die Wanderwege entlang wandern und dabei die atemberaubende Aussicht genießen. Wandern ist eine fantastische Möglichkeit, die Natur zu erleben. Die frische Luft und die wunderschöne Landschaft sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Ich setze Yellowstone definitiv auf meine Reisewunschliste. Die Kombination aus Abenteuer und Ruhe klingt perfekt.
Sie werden es nicht bereuen. Die Natur hat die Eigenschaft, den Geist zu erfrischen, und Yellowstone ist ein Paradebeispiel für diese Schönheit.